Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Der Elevator hat nun offiziell auf allen Servern geöffnet und natürlich habe ich auch dieses Mal wieder für euch einen Code parat, den ihr sehr gerne einlösen könnt, und zwar heißt dieser Dorza-X7L9. Ja, das ist der Code von dem aktuellen Elevator. Den könnt ihr einlösen, sobald ihr Stufe 10 erreicht habt. Sehr wichtig, vorher nicht. Ihr müsst beim Elevator teilgenommen haben, beziehungsweise euch schon angemeldet haben. Er gibt euch 25 Tickets, ja, einen Flügeltrank und 100 Sanduhren. Und das könnt ihr sehr gerne natürlich einlösen. Das Ganze tut ihr, indem ihr hier oben auf das Plus klickt, runter scrollt auf Coupon einlösen und hier dann diesen Code eingebt. Ja. Gerne könnt ihr natürlich auch wieder, wenn ihr wollt, eine Rundmail schreiben, hier so, ne, Empfänger Gilde, ne, dann empfängt das eure ganze Gilde. Könnt ihr zum Beispiel Code Elevator und dann den Code hier reinkopieren. Würde mich auf jeden Fall ja, sehr freuen, falls ihr eurer Gilde damit auch was Gutes tun wollt, denn im Prinzip ja, profitiert eure ganze Gilde davon. Ihr kriegt alle kostenlose Tickets und da der Elevator ja ein Gemeinschaftsding ist, auf jeden Fall, denke ich mal, auch im Sinne der Allgemeinheit. Ja. Ansonsten haben wir gestern hier im Livestream schon auf Ebene 500 gepusht, sind jetzt hier wieder ja, 20 Stockwerke zurückgesetzt worden. Ich habe ungefähr angefangen, ja, Goldmünzen zu nehmen im Shop, ab dem es quasi Früchte gab. Also ich glaube ab Etage 93 oder so habe ich goldene Schokomünzen genommen für die Etagen. Hat natürlich auch wieder ordentlich Pilze gekostet. Ja, ich habe glaube ich 1400 Pilze oder so gestern ausgegeben im Stream, um auf 500 zu pushen mit goldenen Schokomünzen. Ja, war teuer, aber wir haben ein paar Ressourcen bekommen, Früchte. Und ja, Ressourcen sind ja jetzt auch sowieso ein bisschen wichtiger geworden, da die ganzen Verbesserungen, zum Beispiel hier beim Schmied, wenn wir hier Waffen hochziehen wollen, jetzt auf jeden Fall ziemlich kostenintensiv sind. Und da kommt der Elevator eigentlich ganz gelegen. Soweit ich informiert bin, sind die einzelnen Etagenbelohnungen wohl jetzt nicht angepasst worden. Ja, zumindest so wie ich das mitgekriegt habe. Vielleicht wird da noch was geändert. Allerdings sind die Gildenbelohnungen angepasst worden und die waren vorher, lass mich nicht lügen, irgendwas um die 140, 150k, irgendwo so, ich glaube 143, 147k, irgendwie Kristalle. Die wurden angehoben, ja. Also da gibt es jetzt Unterschiede. Die Belohnungen hier also die Endbelohnungen für den Elevator sind gestiegen, was natürlich halt, wie gesagt, für uns relativ wichtig ist, damit wir hier ja, genug Ressourcen bekommen, um unser neues Equipment zu upgraden. Und da bin ich jetzt hier schon fleißig am Sammeln auf jeden Fall, dass wir da in Zukunft gut unterwegs sind in Bezug auf die kommenden Upgrades, die wir dann auf unser neues Equipment dann machen werden. Ja, ansonsten hatte ich so gestern jetzt eigentlich gar keine Probleme gehabt, mich hier durchzuarbeiten im Elevator. Ich hatte mal gezählt, wie oft ich gestorben bin, bis wir Etage 500 erreicht haben, und von Stufe 1 bis Stockwerk 500 haben wir 14 Tode gehabt. Also wir sind 14 Mal mussten wir den Gegner neu betreten, weil wir dann gestorben sind. Ne? Und ich glaube erst ab Etage 450 oder 60 oder so bin ich das allererste Mal dann draufgegangen. Und dann natürlich die letzten Gegner waren ein bisschen schwieriger. Aber ansonsten haben wir jetzt hier nicht großartig Probleme gehabt, hier so durchzukommen. Ne? Und das Equipment, ja, also hätte ich jetzt mir hier neues Epic-Equipment geholt, um den Elevator leichter durchzukriegen. Das hätte sich für mich persönlich jetzt nicht gelohnt, weil ich halt eben auch so nicht wirklich viele Probleme habe, hier auf die Top-Etagen halt eben zu pushen. Und deswegen, ja, habe ich mich dann auch, wie gesagt, dagegen entschieden. Und ja, ich denke mal beim nächsten Mal, also der nächste Elevator, der sollte wirklich ein absolutes Kinderspiel werden, da wir ja jetzt hier schon relativ easy durchkommen, und wenn wir uns dann das neue Equipment holen mit der neuen Toilette und so weiter und so fort, dann ja, also dann werde ich wahrscheinlich kein einziges Mal mehr sterben, gehe ich mal ganz stark von aus, weil wir von Elevator zu Elevator immer schon so beobachtet haben, ja, dass wir halt eben mehr Progress gemacht haben, besser geworden sind. Wir sind seltener gestorben
Und ja, das macht sich von Mal zu Mal beim Elevator dann doch schon bemerkbar. Ne? Ich denke mal, das wird vielleicht euch auch so gehen. Zum Beispiel die Leute, die beim letzten Mal den Elevator ganz knapp nicht geschafft haben, schaffen ihn vielleicht beim nächsten Mal, weil sie dann wieder stärker geworden sind. Und so lässt sich das dann ganz gut tracken, sag ich mal, dass man dann ja auch ein bisschen Fortschritt macht hier mit seinem Account. Und das ist, denke ich mal, das, was wir alle auch sehen möchten. Ne? Deswegen, ja, wenn wir so einen enormen Boost bekommen, wie jetzt hier mit der neuen Toilette, dann wird das beim nächsten Mal wirklich relativ easy werden, ja. Ich bin ja immer noch der festen Überzeugung, dass sie auch mal den Elevator irgendwann erweitern werden. In Bezug jetzt auch auf die kommenden benötigten neuen Ressourcen wäre das auch wirklich angebracht und auch passend. Und ich persönlich, ja, sage ja schon so seit langem, dass der Elevator bestimmt irgendwann mal erweitert wird, weil schon vor 3 Jahren die ersten Leute Stockwerk 500 gemeistert haben. Ja, es kommen immer mehr dazu, die hier relativ easy durchpushen. Ja, und es würde sich nichts besser anbieten für den Elevator, ja, der das Thema der Hölle auffasst, dass sie hier auf das Stockwerk 666 irgendwann mal erweitern. Also es würde ja wirklich nichts besser passen in dem Zusammenhang. Und ja, das würde sich halt auch, wie gesagt, ganz gut anbieten. Die High-Level-Spieler haben wieder ein bisschen mehr Challenge hier im Elevator, bekommen ein bisschen mehr Ressourcen. Ist für die High-Level-Spieler auch gut, weil die benötigen, ja, wie man hier dann halt eben sieht, nachher für die Upgrades hier sehr viele Ressourcen, weil umso höher ihr hier von der Aura-Stufe seid, beziehungsweise umso höher euer Level ist, eure Item-Qualität, desto teurer werden natürlich auch die Upgrades. Und deswegen brauchen wir da auf jeden Fall mehr Ressourcen dann nachher später auch. Ja, und deswegen würde sich das anbieten. Ja, mal gucken. Abwarten. Ich bin gespannt. Wäre auf jeden Fall ziemlich nice. Würde ich auch begrüßen. Wieder so ein bisschen mehr Challenge im Elevator. Vor allen Dingen halt jetzt mit dem neuen Equipment. Ne, werden ja die Leute es noch leichter haben, durch die Etagen zu pushen halt. Ne? Ja, also ich bin da sehr gespannt dann auf das nächste Mal. Genau, ansonsten vom Server her, wir stehen momentan gerade auf Platz 2, Slicer noch hinter uns, momentan gerade, könnte sein, die holen wieder ein bisschen auf, aber vielleicht hat Celtic jetzt hier auch beim letzten Mal oder seit dem letzten Mal wieder so einen kleinen Wachruckler bekommen, dass sich die Leute wieder ein bisschen aktiver hier beim Elevator beteiligen, weil wir ja das letzte Mal hier auf dem Server auf Platz 3 gerutscht sind. Slicer hat sich vor uns platziert und ja, das hat natürlich auch für gewissen Gesprächsstoff innerhalb der Gilde gesorgt. Genau, obwohl jetzt auch hier Unterschiede gemacht werden zwischen Platz 1, 2 und 3. Also vorher war es so, dass 1, 2 und 3 die gleichen Rewards bekommen haben. Jetzt bekommen alle die gleichen Rewards, 1, 2 und 3 bis auf das Gold. Das wurde angepasst. Also Platz 1 bekommt jetzt hier 1,9 Milliarden, Platz 2 und 3 1,7. Ja, wobei ich sagen muss, wenn das schon geändert wird, dann finde ich, sollte Platz 2 und 3 auch angepasst werden, ne, weil das ist momentan noch gleich. Das würde ich dann sagen, ja, also wenn hier schon Unterschiede gemacht werden, dann sollte zwischen Platz 2 und 3 meines Erachtens nach auch Unterschiede gemacht werden. So, ne? Also wenn sie schon nicht für alle 3 die gleichen Rewards auspacken und das nur für die Nummer 1 ändern, dann sollten sie es auch für Platz 2 und 3 ändern, finde ich persönlich so. Ne? Ja, genau, also so sehe ich das auf jeden Fall. Ja, deswegen, also da gab es dann auch leichte Changes, ne? Und wie gesagt, definitiv die Gildenbelohnungen bzw. die Endbelohnungen wurden schon drastisch hochgeschraubt, also da kann man nichts sagen. Ich glaube, so um die 100.000 oder so kannst du wirklich so über den Daumen gepeilt mehr an Kristalle rechnen, so. Zumindest jetzt hier für die Endbelohnungen, wenn man in den ersten Rängen halt mitspielt. Ne? Ja, und das ist schon echt nicht wenig. Ach Mensch, das regt mich jetzt aber auf hier, dass wir jetzt hier so lange brauchen hier. Das ist ja, so oft sind wir hier gefühlt gestern nicht gestorben. Ja, ansonsten heute Abend werden wir wahrscheinlich nochmal kurz live sein, uns nochmal die anderen Server anschauen, da nochmal überall ein bisschen pushen, weil, oh Gott, fast vergessen hier, weil wie gesagt, wir werden ja dann am Freitag auch einen langen Stream haben und da will ich nicht noch die ganzen Elevator-Etagen pushen, da will ich dann in Ruhe den EU22 Server-Start dann streamen. Und da bin ich dann ganz froh, wenn wir uns auf den anderen Servern schon überall hier im Elevator platziert haben und ja, hier gepusht haben so, ne?
Deswegen werden wir da auf jeden Fall das dann heute Abend noch auf den anderen Servern nachholen. Also heute Abend gibt es dann wahrscheinlich auch noch einen kurzen kleinen Stream. Ja, und genau, dann ist das erstmal soweit das dazu. Ja, und ich werde natürlich jetzt hier weiter auch den Fortschritt hier ausbauen, jeden Tag mit Goldmünzen hier reingehen, so, ne, um hier noch die maximalen Rewards hier noch mitzunehmen. Alles klar. Ansonsten war es das soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.